Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Habt ihr euch eigentlich an den Feiertagen gut erholt? Ich ja. Meine Kinder haben sich sehr gefreut, dass ich endlich mal wieder etwas mehr Zeit für sie hatte. Deswegen hatte ich am Dienstag auch eine kleine Videopause eingelegt. Doch heute machen wir gut erholt und hungrig weiter. Wir backen Himbeerschnitten. Das heißt, ich bereite einen Tortenboden zu, welchen ich teilen werde. Auf die eine Hälfte verstreiche ich etwas Himbeermarmelade, darauf kommt die Himbeercreme und darauf der zweite Boden. Und zum Schluss ein roter Guss. Für die Dekoration wollte ich noch etwas Kuvertüre aufbringen. Der Kuchen ist lecker, frisch und einfach zuzubereiten. Doch bevor wir zur Zutatenliste kommen, abonniert doch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Der Tortenboden ist ein Biskuitboden und für den brauchen wir auf jeden Fall 4 Eier, die habe ich schon einmal getrennt, 90 Gramm Zucker, 120 Gramm Mehl, 6 Gramm Backpulver, 15 Gramm Speisestärke und 4 Esslöffel kaltes Wasser. Das Eiweiß schlage ich normalerweise mit Salz auf, aber heute nehme ich kaltes Wasser, das soll den Boden angeblich noch lockerer machen. Dann lasse ich den Zucker reinrieseln und schlage so lange weiter, bis die Masse glänzt. Danach kommen die Eigelb einzeln dazu. Verrührt jedes Ei etwa 30 Sekunden. Zum Schluss siebe ich Mehl, Backpulver und Speisestärke und hebe sie mit einem Schneebesen unter. Den fertigen Teig fülle ich in meinen Backrahmen, welchen ich auf 30 x 34 cm eingestellt habe. Wie ihr sehen könnt, hat mir der Osterhase auch etwas vorbeigebracht. Einen neuen Backrahmen und eine neue Winkelpalette. Wenn euch das interessiert, findet ihr die Links zu den Produkten unter dem Video. Der Teig kommt jetzt für 10 bis 12 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. Bevor wir zur Himbeercreme kommen, müssen wir unseren abgekühlten Boden einmal in der Mitte teilen. Eine Hälfte lege ich auch gleich in den Backrahmen. Und nun kommen wir zu den Zutaten für unsere Himbeercreme. Dafür schlage ich 200 Gramm Sahne mit 15 Gramm Sofortgelatine auf. Und dann verrühre ich noch 460 Gramm Magerquark mit 200 Gramm Schmand, 100 Gramm Zucker und 30 Gramm Sofortgelatine. Und dann brauchen wir noch etwa 400 Gramm aufgetaute Himbeeren. Als nächstes verrühre ich den Magerquark und den Schmand. Dann lasse ich die Sofortgelatine reinrieseln, damit wir keine Klümpchen bekommen. Als letztes gebe ich noch den Zucker dazu. Wenn ihr die Sahne aufschlagt, denkt daran, dass sie auch wirklich kalt sein muss. Damit die Creme noch etwas Farbe bekommt, gebe ich noch etwa 5 Esslöffel Himbeersaft hinein. Zum Schluss hebe ich die Sahne unter und dann auch die Himbeeren. Die Himbeercreme ist fertig und kann auch gleich auf unseren Tortenboden, doch zuvor wird dieser noch mit Himbeermarmelade bestrichen. Um den Boden komplett zu bestreichen, brauche ich etwa 3 bis 4 Esslöffel Marmelade. Damit die Marmelade nicht verschoben wird, kleckse ich erst einmal die Creme löffelweise auf den Boden.
Jetzt verteile ich noch die restliche Creme. Nachdem ich die Creme glatt gestrichen habe, lege ich den zweiten Boden oben drauf. Damit die Creme fest wird, muss der Kuchen 2 Stunden in den Kühlschrank. Wir machen aber schon nach einer Stunde mit dem Tortenguss weiter. Wir verrühren 250 ml verdünnten Himbeersaft mit 2 Esslöffel Zucker und einem Päckchen roten Tortenguss. Den Zucker und den Tortenguss mische ich miteinander, löse sie in etwas Saft auf, gebe danach den restlichen Saft dazu und koche alles auf. Den Tortenguss lasse ich über einen Löffel laufen, damit sich dieser leichter verteilt. Nachdem unser Tortenguss drauf ist, kommt der Kuchen zurück in den Kühlschrank für unsere zweite Stunde Kühlzeit. Für die Dekoration hacke ich noch 50 Gramm Kuvertüre klein und schmelze sie dann im Wasserbad. Die Stücken sind zugeschnitten, die Kuvertüre ist bereit und nun können wir unsere Himbeerschnitten verzieren. Nun muss die Kuvertüre nur trocknen und dann können wir die Schnittchen auch schon genießen. Wir haben hier einen locker leichten Biskuitteig, gefüllt mit Himbeermarmelade, einer Quarkschmand-Sahnecreme mit Himbeeren und obendrauf einen roten Guss mit Kuvertüre. Wenn euch meine Schnittchengröße gefällt, reichen die angegebenen Zutaten für 8 Stück. Das Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Viel Spaß beim Ausprobieren! Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!